Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es bei mir wieder ein leckeres Ofengericht, das gleichzeitig auch noch extrem gesund ist, deinen Gelenken, Knochen und deiner Haut zugutekommen wird und einen Anti-Aging-Effekt auf deinen Organismus haben wird, weil es unter anderem mit meiner hochgesunden, selbst hergestellten Knochenbrühe hergestellt wird. Mein Video zur gesunden Knochenbrühe und wie man diese herstellt, das verlinke ich euch hier oben. Dieses köstliche und dazu noch so gesunde Ofengericht ist ganz einfach herzustellen und wie das geht, das zeige ich euch jetzt inshallah. An Gemüse habe ich jetzt verwendet, was ich gerade zu Hause hatte, und zwar Bio-Karotten, die ich jetzt dazu gestiftelt habe. Dann ferner eine Bio-Spitzpaprika, die ich ebenfalls gestiftelt habe, nachdem ich sie entkernt habe. Dann einige rote Bio-Zwiebeln, die ich geviertelt habe. Und dann kommen meine vorher schon zubereiteten und gefrorenen Hackfleischbällchen, die ich jetzt hier in der runden Auflaufform anordne. Und dazu dann das Gemüse genauso anordne. Zuerst die Karotten hier immer zwischen die Hackfleischbällchen und am Ende kommen dann die Zwiebeln noch ordentlich dazwischen und ebenso die Spitzpaprika. Gut wäre es, wenn man alles schön gleichmäßig anordnen würde. Das sieht einfach schöner fürs Auge aus. Und wenn alles fertig schön angeordnet wurde, dann kommen als letztes noch die Bio-Tomaten dazu. Die werden dann auch in kleine Scheiben geschnitten und die kommen oben drauf. Und damit ist die Auflaufform fast schon fertig vorbereitet. Jetzt bleibt uns nur noch die Soße zubereiten. Dazu gebe ich passierte Tomaten hier in diese kleine Schüssel, einige Knoblauchzehen, die ich dazu presse. Alles sollte natürlich immer von Bio-Qualität sein, ebenso die passierten Tomaten. Sobald wir das getan haben, werden wir dann diese gesunde Knochenbrühe nehmen und von der gelierten Knochenbrühe und auch dem erkalteten gesättigten Fettsäuren hier etwas in die kleine Schüssel geben und dann wird das auf dem Herd kurz erwärmt und dann in dieser Zwischenzeit werden wir schon mal Bio-Petersilie klein hacken, die kommt dann auch hier in diese Soße rein. Die Petersilie und auch der Knoblauch dürfen auf gar keinen Fall in dieser leckeren Soße fehlen. Die geben dem Ganzen einen sehr leckeren Geschmack. Und dann kommen die Gewürze hinzu. Oregano, Rosmarin, Paprika und Kurkuma. Alles von Bio-Qualität, wenn es möglich ist. Und dann werden wir noch mit Himalaya-Salz würzen und mit Pfeffer ebenso. Von den Gewürzen muss man allerdings nicht so viel geben, weil ja schon die Knochenbrühe stark gewürzt ist und dem Gericht am Ende einen köstlichen Geschmack verleiht. Die Knochenbrühe ist jetzt erwärmt worden, die geben wir jetzt dazu und jetzt werden wir alles gut hier vermischen und dann ist die Soße auch schon fertig und muss jetzt einfach nur noch über dieses Gemüse und die Hackfleischbällchen in dieser runden Auflaufform gleichmäßig verteilt werden. Und sobald wir das getan haben, ist dieses leckere Ofengericht auch schon fertig vorbereitet und muss dann nur noch in den vorgeheizten Ofen gestellt werden. Wir spülen die Schüssel noch ein bisschen aus, damit nichts von der Soße verloren geht, von dieser kostbaren Knochenbrühe-Soße. Und jetzt kommt diese runde Auflaufform in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe und wird bei 180 Grad Celsius oder auch 175 Grad Celsius mit Unter- und Oberhitze je nach Ofen gebacken werden, und zwar etwa eine halbe Stunde lang, bis eben das Gemüse gar ist und das Gericht eine schöne goldbraune Farbe erlangt hat. Wir dekorieren mit etwas Petersilie und dann könnte man dieses herrlich duftende und schmeckende Gericht auch schon servieren. Man könnte das allein essen oder auch mit Reis. Wer das Gericht ketogen halten möchte, nimmt einfach den Shirataki-Reis dazu oder auch selbstgemachten Blumenkohlreis. Ich liebe alle Arten von Ofengerichten, weil die einfach so schnell zuzubereiten sind. Man muss eben nur das Gemüse schnibbeln. Die Hackfleischbällchen stelle ich immer schon im Voraus her und friere die dann ein. Das Rezept zu den Hackfleischbällchen kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Und auch die Soße ist ja super einfach und schnell zuzubereiten, wie wir jetzt gesehen haben. Wichtig ist ja nur, dass diese Knochenbrühe unbedingt dabei ist, weil die nicht nur so super gesund ist, sondern der Soße und damit dem Gericht einen ganz köstlichen Geschmack verleiht. Und auch die Knochenbrühe sollte man unbedingt in großen Mengen herstellen und sie dann in alle möglichen Gerichte geben. Zu empfehlen wäre es eben, jeden Tag etwas von dieser Knochenbrühe zu konsumieren. Meine gesunde Suppe, die ich auch damit hergestellt habe, die kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Schon unsere Großmütter wussten um das Wundermittel Knochenbrühe, denn bei jeder Erkältung oder anderen Krankheit wurde eine wohltuende Knochenbrühe verabreicht, um die Abwehr zu stärken und die Darmgesundheit zu fördern. Denn die in der Knochenbrühe enthaltenen Gelatine und Proteine, wie zum Beispiel Kollagen, wirken harmonisierend auf die Darmflora, reduzieren Entzündungen, unterstützen den Aufbau der Darmwand und helfen sogar bei Verdauungsprozessen. Auch bei Gelenkbeschwerden und Arthrose
hat die Knochenbrühe aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eine heilsame Wirkung. Denn die Knochenbrühe ist unter anderem reich an Kollagenen. Kollagene sind nicht nur Bausteine für Gelenke und Darm, sondern auch für Haut und Haare. Konkret sind sie unter anderem für deren Kraft und Elastizität mitverantwortlich. Auch das in der Knochenbrühe enthaltene Spurenelement Silizium ist ebenfalls für den Aufbau von Haut und Haaren wichtig. Ja, um noch mehr von den vielen gesundheitlichen Vorteilen der Knochenbrühe zu erfahren, schaut euch doch gerne mein Video dazu an, welches ich euch oben verlinkt habe. Damit ist dieses köstliche, einfach herzustellende und gesunde Rezept beendet. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und wenn ihr das Video teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.